We are a blessed church. Wir sind eine gesegnete Kirche. We've been building a big church. Wir bauen eine große Kirche. And not because of the members we have, Noch nicht für die Gemeindemitglieder, die wir haben, but because of the vision God has given us. wegen der Vision, die uns Gott gegeben hat. I see this place is going to be filled with worshipers. Hallelujah. Ich sehe in der Vision diesen Platz voll mit Anbetern. Yes, this place, we filled it before and we are going to fill it again. Diesen Platz haben wir früher gefüllt und wir werden ihn wieder befüllen. Amen. Because God has put us here for a reason and for a purpose. Weil Gott uns aus einem Grund hierhin gebracht hat. But I just want to thank God for all the church members who've been giving their tithes and offerings. Aber ich möchte allen Gemeindemitgliedern danken, die ihren Zehntel geben und ihre Opfergabe. And at the same time, I want to thank God for our partners and supporters. Und ich möchte Gott danken für alle, die das Werk unterstützen. It's okay, it's okay. I knew when we started the renovation project. Und wir wollen das Renovierung. I knew. Ich wusste es. I knew when we started the renovation project. Und ich wusste, es wird das Renovierungsprojekt starten. That we didn't have all our tithes and offerings was not going to be enough to renovate this place. Und alle Opfergaben und Zehntel waren nicht genug, um diesen Platz zu renovieren. And I started believing God for partners and supporters. Und ich habe angefangen, in Unterstützer zu beten. And I really thank God that God raised up partners. Und ich danke wirklich dem Herrn, dass er Unterstützer uns gegeben hat hierfür. And we've raised money to renovate this place. Und wir bekamen Geld, um diesen Platz zu renovieren. And actually, this is the fourth Sunday that you're meeting in this place. The fourth Sunday that you're meeting in this place after the renovation. Ja. Yeah. Und das war der erste Sonntag, wo wir uns No, this is the fourth Sunday. Also, das ist der 4. Sonntag, wo wir uns an diesem Platz treffen. But you know, I thank God that He's raised up partners that raised up more than 300,000 to renovate this place. Und ich danke Gott für alle Unterstützer, dass wir mehr als 300.000 bekommen haben, um diesen Platz zu bauen. As you've seen, we've not finished. We are finished, but there are small things that needs to be done. Ihr seht, wir sind noch nicht ganz fertig, aber es sind noch ein paar Kleinigkeiten, die noch zu erledigen sind. We still need to put a carpet on the pulpit here. Wir möchten gern einen Teppich hier auf dem Altar auslegen. We need to put the screens. We have already LED wall screens. We're going to hang them here. Wir möchten gerne die LEDs Anzeigen hier installieren. Wir haben die hier und möchten die gerne an die Wand bringen. We're going to have video lights. Wir haben Videolichter. They're coming here and behind and in front. Die werden hier installiert, also hier hinten und vorne installiert. We are an international church. Wir sind eine internationale Kirche. But at the same time, we are building a Christian center, a mission center. Und wir bauen im Moment ein Christenzentrum And a Christian studio in Dortmund. und ein Christenstudio hier in Dortmund. Where we're going to have lots of times we're going to have worship concerts in this place. Und wir werden viele Lobpreiskonzerte hier in diesem Platz haben. Where we're also going to have different conferences in this place. Wir werden verschiedene große Konferenzen hier haben. So God is going to use us also to serve Christians here in Dortmund, churches here in Dortmund. Und Gott möchte, dass wir hier Seelen und Christen für diese Gemeinde hier in Dortmund finden. Already there are already many churches who are contacting us and they want to have their conferences and their worship concerts in this place. Und viele Gemeinden kontaktieren uns und möchten gerne hier Konferenzen durchführen und auch Lobpreiskonzerte. But I believe God wants to do great things in this place. Und ich glaube, dass Gott große Sachen in diesem Platz vollbringen wird. So I thank God for each and every person Und ich danke Gott für jede einzelne Person, who is sowing seed into this ministry.
und die den Platz hier einnehmen in seinem Ministerium. Every seed that you're sowing in this place is not going for waste. Und jeder Samen, den wir hier sehen, der ist nicht umsonst gesät. People are going to be saved. People are going to be saved. Die Leute werden sicher sein. They're going to be discipled. Wir werden mehrere Gemeindemitglieder gewinnen. We are going to mentor people. Wir werden die Leute ausbilden. And we are going to disciple. We're going to give God glory in this place. Wir werden den Gott in diesem Platz verherrlichen. So, I want us to read Philippians chapter 1. Ich möchte gerne Philipper 1 lesen. Philippians chapter 1, Paul was praying for his partners, the Philippians. Philipper 1, Paul betete für die Timotheer. He was praying for his partners. Seine Unterstützer, ja. And he says, I thank God, my God, that is verse 3. I thank my God upon every member of you, always in every prayer of mine, making requests for you with all joy. Ich danke Gott bei all meiner Erinnerung an euch, allzeit in jedem meiner Gebete, indem ich für euch alle das Gebet mit euch teilen tue. For your fellowship in the gospel from the first day until now. Verse 5. For your fellowship in the gospel from the first day until now. Wegen eurer Teilnahme an dem Evangelium vom ersten Tage bis heute. It's so good in the German translation it says Teilnahme, for taking part. Teilnahme. Yeah. He was thanking his partners for taking part in his ministry. Ja, wir danken dir für die Beteiligung in diesem Ministerium. So we also thank God for every person God is using to be part of this ministry. Und wir danken Gott für jede Person, die Teil dieses Ministeriums ist. And then in verse 5, Paul says, being confident of this, that he who began a good work in you will complete it until the day of Jesus Christ. Vers 6. Vers 6, indem ich eben dessen in guter Zuversicht bin, dass der, welcher ein gutes Werk in euch angefangen hat, es vollführen wird bis auf den Tag Jesu Christi. Amen. God has begun a good work in each and every one of us. Gott hat eine gute Arbeit in jedem von uns begonnen. And as we continue participating in the work of God, und wir werden von der Arbeit Gottes partizipieren. And as the work of God is being completed, und wenn die Arbeit Gottes vervollständigt ist, God will bring to an end that which is started in your life. Gott wird euch zu einem erfolgreichen Ende bringen, was ihr in eurem Leben angefangen habt. And that is what we are praying for all the church members and all our partners and all our supporters. Und das ist durch die Gebete aller Unterstützer, aller Gemeindemitglieder dieser Gemeinde. We thank God for your partnership. Wir danken Gott für eure Unterstützung. And as God said, und Gott sagt, when we give, wenn wir geben, it will cause that it's going to be given to us. Wenn wir geben, He will make sure that we are going to receive a harvest. Und wenn wir geben, wir werden das Mehrfache zurückbekommen. Do you believe that? Amen. I believe that. I mix my faith with that. Glaubt ihr das? Ich glaube das vom tiefen Herzen. And I'm praying for each and every of our partners. Und ich bete für jeden unserer Unterstützer. I'm reminding God. Ich erinnere an Gott. It was not in vain that they sowed seed to this ministry. It was not in vain. Es war nicht umsonst. Umsonst, ja, Entschuldigung. Yeah, that they sowed the seed to this ministry. Dass wir diesen Sitz in diesem Ministerium eingenommen haben. Amen. Amen. So, with this mind, let's just prepare our seeds, our tithes and offering, building offerings,
to worship God with our giving. So lasst uns jetzt unseren Teil dazu beitragen, unseren Sitz hier zu sichern mit unserer Opfergabe und unseren Zehntel. And the ushers will just give whoever wants an envelope. Und wer möchte, der bekommt einen Umschlag. And as we get ready to worship God with our offerings. Und wir kommen jetzt und loben den Herrn und feiern, dass wir unsere Opfergaben und Zehntel abgeben dürfen. But I'm so thankful to God that God is faithful. Und ich bin so dankbar zu Gott, weil Gott ist treu. We serve a faithful God. Wir haben einen treuen Herrn. He's always been faithful. He'll remain to be faithful. Und er ist immer treu. Amen. Amen. And he says that his word that is spoken is not going to come back to him without fulfilling that which he purposed. Und das Wort, das gesprochen ist, komm zurück zu ihm, vertrau ihm und er wird immer für dich da sein. He will fulfill his word to us. Und er wird sein Wort erfüllen gegenüber Hallelujah, uns. hallelujah, In Jesu Namen. hallelujah. Let's just pray together. Lasst uns zusammen beten. Father, in Jesus' name, Vater, in Jesus we Namen, bless you for this time. wir segnen dich für diese Zeit. We thank you for this opportunity Wir danken dir für diese Möglichkeit, to give in your house. dir in dein Haus zu geben. As we give in faith, Wir geben dir Glauben. bless each and every person who's given and each and every person who's giving today. Segne jede Person, die heute gibt und die immer gegeben hat. Fulfill your word to them Und vollende dein Wort gegenüber ihnen. and make them not to lack any good thing. You will lack no good thing. Der wird nicht sorgen. Du wirst keine Mangel haben. Im Namen Jesus. Gott wird für dich sorgen und dir wird an nichts Genau. mangeln. In Jesus Hallelujah. Namen. We thank you for that, Lord, in Jesus' name. Wir danken dir, Herr, in Jesus Namen. If in agreement, Amen. shout Amen. 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 Glaubt daran und sagt Amen. 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 There's no one else like Jesus, Jesus. There's no one else like Him. There's no one else like Jesus, Jesus. There's no one like Him. There's no